Freitagmittag in Tel Aviv. Im Schatten der Skyline treffen sich junge Leute, um in die besetzten Gebiete zu fahren. Chen Alon, einst Major der israelischen Armee, leitet die Gruppe. Sie alle waren in der Armee und haben gekämpft. Jetzt haben sie genug davon. Sie wollen Frieden und sich mit ehemaligen sogenannten palästinensischen Terroristen treffen. Da Palästinenser nicht nach Israel dürfen, müssen die Israelis zu ihnen fahren. Wir fahren in das palästinensische Dorf Shufa in der Nähe der Stadt Tulkarem. Shufa liegt in einem von Israel kontrollierten Gebiet. Während die anderen nach Shufa weiterfahren, wartet Chen an einem Feldweg auf die Palästinenser aus Tulkarem. Offiziell dürften sie nicht nach Shufa kommen, das ist verboten. Aber sie tun es trotzdem, sie haben keine Wahl. Das Risiko gehen sie ein, um sich mit den Israelis zu treffen. Schnell begibt man sich in die Autos. Jederzeit könnte eine Armeepatrouille vorbeikommen. Endlich. In diesem Haus arbeiten die Combatants for Peace, die Kämpfer für den Frieden, wie sie ihre Organisation nennen. Chen, der Konfliktmanagement an der Universität Tel Aviv unterrichtet, gibt Anweisungen für einige gruppendynamische Übungen, die Vertrauen und Nähe schaffen sollen. Chens Erklärungen auf Hebräisch werden von einer Dolmetscherin ins Arabische übersetzt. Diese junge Frau war bis vor kurzem noch Mitglied der militanten Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Sie heißt Sima und ist 35 Jahre alt. Zusammen mit ihr zeigt Chen den anderen eine besondere Übung. Beide müssen der Hand des jeweils anderen folgen. Die Übung wirkt lustig, doch in diesem politischen Kontext ist sie spannungsgeladen. Wer kontrolliert hier wen? Plötzlich wird das Treffen abgebrochen. Die Palästinenser müssen eiligst zurück nach Tulkarem. Es hat einen Schusswechsel gegeben. Beide Regierungen, besonders meine, wollen nicht, dass wir uns treffen. Um das zu verhindern, wird alles getan. Blockaden, Checkpoints und so weiter. Denn je mehr Israelis Palästinenser persönlich kennenlernen, umso mehr würden sich der Besatzung verweigern. Bei den Palästinensern wäre es das Gleiche. Sie würden Israelis nicht mehr töten wollen. Das ist Tulkarem. Hier leben im Flüchtlingslager mehr als 18.000 Menschen. Sima ist hier geboren. Hier lebte sie mit ihrem Mann, einem Führer der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Hier lebte auch ihr Bruder. Das Leben im Flüchtlingslager ist armselig. Es ist schrecklich hier. Die wirtschaftliche und soziale Lage eine Katastrophe. Alles ist furchtbar. Schuld daran ist die israelische Besatzung. Weggehen kommt für sie aber nicht in Frage. Vielleicht wollen meine Kinder hier weg, aber ich nicht. Ich bin hier geboren, habe meine Kindheit hier verbracht. Meine Erinnerungen an meinen Mann sind hier. Alles, was ich liebe, ist hier. Ich kann das nicht aufgeben. Einen Sohn und 3 Töchter zieht Sima inzwischen alleine auf. Ihr Bruder Mustafa wurde von der israelischen Luftwaffe in seinem Auto getötet. Es handelte sich um eine Verwechslung. Um Rache zu nehmen, ging ihr Mann Ibrahim zu den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Sima half ihm aus Überzeugung bei seinen Aktionen, bis auch er von den Israelis getötet wurde. Sima selbst kam für 2,5 Jahre ins Gefängnis. Die Unterdrückungsmethoden waren unmenschlich. Wir wurden geschlagen. Wenn wir krank waren, bekamen wir nur ein Aspirin und ein Glas Wasser. Die Zellen waren feucht und klamm. Die meisten von uns bekamen Hautkrankheiten und Infektionen, verloren ihre Zähne. Doch nach ihrer Freilassung legte sie die Waffen nieder, beschloss, sich der Organisation Kämpfer für den Frieden anzuschließen. Ich will einfach nicht, dass meine Kinder sterben müssen. Wir müssen alles versuchen, um das Blutvergießen zu beenden. Bei einem ersten Treffen begegnete ich einer Israelin, die ihre Tochter bei einem palästinensischen Selbstmordanschlag verloren hatte. Danach war mir klar, wir alle müssen einfach versuchen, Frieden zu schaffen. Wir müssen einfach.
Chen lebt mit seiner Familie mitten in Tel Aviv. Jahrelang war er ein überzeugter Offizier, diente treu seinem Staat. Seine Zweifel wuchsen, als er Dienst in den besetzten Gebieten machte und sah, wie die Armee, wie sein Land mit palästinensischen Zivilisten umging. Eines Tages wollte er nicht mehr Teil des Systems sein und begann, die Organisation Combatants for Peace aufzubauen. Was mir bei unserer Arbeit klar wurde, ist, dass ich mich und meine Gesellschaft nicht isoliert verändern kann. Das war naiv. Sondern dass man die eigenen Traumata und das, was man in den besetzten Gebieten getan hat, nur aufarbeiten kann, wenn man es mit den Palästinensern zusammen macht. Anders geht es nicht. Doch bei den ersten Treffen herrschte nur gegenseitiges Misstrauen. Es war sehr eigenartig. Sie dachten, wir gehörten zum Schabak, zum Geheimdienst. Wir hatten Angst, sie könnten von der Hamas sein und uns kidnappen. Wir kamen ja zu ihnen ohne Waffen. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns gegenseitig vertrauen konnten. Das Vertrauen geht inzwischen so weit, dass Sima und die anderen ehemaligen Terroristen ihre Kinder hinüber nach Israel schicken. Chen und seine Mitarbeiter haben von den israelischen Behörden die einmalige Erlaubnis erhalten, die palästinensischen Kinder nach Tel Aviv zu bringen, damit sie zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer sehen können. Aber dazu müssen die Kleinen natürlich erst einmal durch einen der israelischen Checkpoints. Und dann sind sie in der Obhut der Israelis, in der Obhut der einstigen Feinde, die ihre Eltern bekämpft haben. Vorbei an einer Gruppe von Soldaten bringt der gemietete Bus die Kinder schnell nach Tel Aviv, in eine neue, fremde Welt. Und dann kommt der große Augenblick. Das Meer. Am Strand werden die Kinder schon von Chen und anderen erwartet. Und dann geht's endlich ab ins Meer. Das erste Mal im Leben dieser kleinen Palästinenser. Das hier heute ist eine Art Sieg, ein kleiner Triumph über den Irrsinn. Dass es uns gelingt, hier eine kleine Insel der Normalität mitten im Nahen Osten zu schaffen, gibt uns das Gefühl, dass wir den Wahnsinn besiegen können. Während ihre Kinder sich in Israel vergnügen, geht Sima auf den Friedhof von Tulkarem, um die Gräber ihres Mannes und ihres Bruders zu besuchen. Als Witwe mit 4 Kindern hat die 35-Jährige in ihrer Gesellschaft keine Zukunft mehr. Kein Mann würde sie haben wollen. Sie weiß das. Und so denkt sie nur noch an die Zukunft ihrer Kinder. Ich will nicht, dass mein Sohn eines Tages zur Waffe greift. Er soll ein Mann werden, der der Gesellschaft dient, nicht ein Mann, der tötet. Ihn so zu erziehen, das ist mein persönlicher Dschihad, mein ganz persönlicher heiliger Krieg. Und dafür ist sie bereit, alles zu machen, sogar Frieden zu schließen mit dem Erzfeind.